Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem nächsten News-Video, einen kleinen weiteren Update-Video. Wie versprochen, am Montag sehen wir uns heute am Freitag wieder und es gibt ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Vorneweg vielen lieben Dank an SBF Visa fürs Unterstützen dieses Videos. Hersteller für Achterbahn, Fahrgeschäften und vielen anderen Dingen aus Italien kennt ihr alle und SBF Visa macht es möglich, dass wir solche Videos hier machen können und euch daily irgendwelche Sachen zeigen können und euch mitnehmen können und euch abholen können in die große, weite Welt der Freizeitparks, Attraktionen und anderen Unterhaltungseinrichtungen. Und damit kommen wir zu einer neuen Freizeiteinrichtung, die entstehen soll in Deutschland, und zwar der Erlebnispark Eckenhagen mit dem Bergischen Bob. Haben wir super oft schon hier auf dem Kanal drüber gesprochen, super viele Videos gemacht, euch super viel gezeigt und es gibt ein weiteres Update. Und zwar hat der Erlebnispark Eckenhagen quasi die letzte Hürde genommen am 10. Juli und der Gemeinderat hat als letztes Gremium die Pläne durchgewunken. Das bedeutet, dass das Ganze jetzt einmal noch zur Bezirksregierung nach Köln geht und dann kann es theoretisch endlich losgehen mit dem Projekt. Aber erstmal müssen dann Zuwege und Parkplätze gebaut werden und Straßen gebaut werden. Das sind Sachen, die man vielleicht vorher nicht so ganz auf dem Schirm hat, dass die erstmal wichtig sind, so Sachen kommen müssen und wie komplex das Ganze sonst noch ist. Wie komplex das ist, haben wir euch ja in dieser schon jahrelang andauernden Videoreihe immer wieder gezeigt und das bekannteste Video ist, glaube ich, auch das mit dem Lärmtest und den besorgten Bürgern, die Angst hatten, dass das alles viel zu laut, viel zu verkehrsintensiv und ähnliches wird, was alles widerlegt wurde durch Gutachten, die von hochstudierten Fachbüros durchgeführt wurden und alle komplett unter den Grenzwerten liegen. Nichtsdestotrotz kann sich da nicht jeder mit abfinden und es werden auch Flyer fleißig verteilt. Ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen, aber ein paar Sachen finde ich schon sehr schwierig. Vor allem, weil es falsche Sachen sind oder echt moralisch, weiß ich nicht. Also eine Totalrodung würde es nicht geben, das ist faktisch falsch. Und Busreisen Lüdorf ist so auch nicht wirklich richtig, denn Markus Lüdorf, der ja den Bergischen Bob bauen möchte, fährt daily in seinem Daily Business regional Behinderte in seinen Bussen und fährt die von A nach B und bringt die zu den Orten, wo sie hin müssen und macht jetzt hier nicht irgendwelche heiti-teiti Busreisen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ich halte euch weiter auf dem Laufenden und es wird natürlich weiterhin Updates geben und wenn das Ganze dann passiert, werden wir auch vor Ort sein und euch da auch abholen und wir werden uns, glaube ich, alle da auch vor Ort sehen. Und das Ganze kann man super kombinieren, zum Beispiel mit einem Besuch im Phantasialand, welches nicht allzu weit weg ist und dort gibt es auch eine Neuheit. Und wir haben Anfang des Jahres, Saisonbeginn, einen Vlog aus dem Phantasialand euch mitgebracht und haben euch hier abgeholt im Video, was da so geht, was man so machen kann. Und es gab eine kleine Baustelle zu sehen. Und diese Baustelle hat einen kleinen Komplex hervorgebracht, wo es verschiedene Sachen jetzt zu erleben gibt. Unter anderem Finis, Shakes and Pancakes, wo es nicht nur fluffige Pancakes und üppige Milchshakes gibt, sondern auch sehr viel Fantasie damit einfließt. Direkt daneben gibt es das große Wasserabenteuer Winnie Splash. Und ja, Wasserspielplätze sind in Freizeitparks super wichtig, weil auch super beliebt und da geht es richtig ab jedes Mal. Und ja, Phantasialand-like Endstufe, was Gestaltung und Thematisierung und Immersion angeht, einfach wieder. Und außerdem gibt es auch noch Wavy Battle für die mutigen Wasserratten unter euch, die sich dann ein Duell, eine kleine Schlacht, einen Wettkampf liefern wollen. Aber Obacht, auch hier gibt es die ein oder andere Überraschung, die nicht zu erwarten ist, so wie man das aus dem Phantasialand auch wieder gewohnt ist. Sieht alles mega schön aus, meiner Meinung nach. Bin ich sehr gespannt darauf, das Ganze mal live zu sehen, wie es live vor Ort wirkt. Wart ihr schon da? Habt ihr schon gesehen? Wie hat es euch gefallen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. By the way, wenn ihr nicht ins Phantasialand für Milchshakes wollt, habt ihr ja schon von Holy die Milchshakes ausprobiert, die ihr bei uns im Shop kaufen könnt. Und das ist nämlich eine Sache, die sich geändert hat, die ich auf jeden Fall mit euch kommunizieren wollte. Nämlich, es gibt nur noch den Rabattcode RIDE10 und ihr bekommt damit 10% Rabatt auf alles im Holy Shop. Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn wir schon mal dabei sind, diese streng Vertraulichkarte sagt mir auf dieser Seite, dass es ab heute 3 neue Hydration-Sorten gibt. Der Summer Hydration Drop bringt nämlich Passion Fruit, Orange und Multivitamin. Und das Ganze passt auch nochmal zu den Energy Cocktails, die jetzt im Sommer gekommen sind. Aber Hydration ist kein Energy, sondern eher was für Sportler oder für Leute, die unsere Videos gucken und immer wieder von uns hören. Stay hydrated. Und ja, man kann natürlich auch Wasser trinken, aber vielleicht habt ihr da mal keinen Bock drauf und wollt was mit Geschmack, was trotzdem irgendwie
Geiles. Und zwar gibt es da drin auch noch Elektrolyte und Mineralstoffe und keinen künstlich zugesetzten Zucker. Das ist doch alles nice. Probierpakete gibt es auch. Mit Ride 10 gibt es 10% Rabatt auf alles. Und wenn ihr lange wach bleiben müsst, wenn ihr einen Achterbahnrekord vorhabt, gibt es natürlich auch die Energies. Checkt das gerne in der Videobeschreibung mal aus. Und warum lange Achterbahn fahren? Weil es einen neuen Achterbahnrekord gibt, wo ihr sogar noch mitmachen könnt. Ritter Rost Magic Park Pferden wird einen Achterbahnrekord aufstellen. Und zwar im Achterbahn-Dauerfahren. Und das am internationalen Tag der Achterbahn am 16. August. Und zwar mit der längsten durchgehenden Achterbahnfahrt, und zwar wird das 3 Stunden lang gehen, und 19 Teilnehmende werden 3 Stunden dann nonstop Achterbahn fahren im Ritter Rost Magic Park Pferden. Für Zuschauer gibt es ab 17:30 Uhr übrigens freien Eintritt, und natürlich sollt ihr da hinkommen und die Teams, die dann mitfahren, unterstützen. Und es wird Live-Kommentar geben, Fanclub-Aktionen, Gewinnspiele, Gastronomie und vieles mehr. Ihr könnt, wie gesagt, noch mitmachen, ihr könnt euch noch bewerben. Alle Informationen packe ich euch unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise ist da der Link zum Ritter Rost Magic Park Pferden, wo Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare und ähnliches auf euch warten. Mega witzige, sehr coole Aktion. Und einfach mal nur Spaß und Action und 3 Stunden Nonstop Achterbahn fahren für den Rekord. Sehr nice, super lustig, finde ich geil. Checkt das aus, habe ich Bock drauf. Über den Park Asterix und eine neue Achterbahn, die dieses Jahr dort eröffnen soll, haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Und Cetomatix wird der neue Coaster, der ab jetzt im Soft Opening ist. Die Achterbahn ist also noch nicht offiziell eröffnet, ist im Soft Opening, hat also eventuell auf, eventuell nicht, eventuell läuft nicht alles, eventuell kommt es auch zu längeren Verzögerungen, weil man jetzt relativ fertig ist, aber noch im Feinschliff und die letzten Sachen justieren muss, aber das natürlich unter Normalbedingungen machen muss, damit es dann richtig läuft, und dafür macht man solche Soft Openings. Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland ist der Hersteller dieser Bahn. Das Ganze ist ein Spinning Coaster, der Indoor wie Auto unterwegs ist und 14 Meter hoch, 420 Meter lang und 45 km/h schnell ist. Der gallische Schmied übrigens heißt im Deutschen Automatix, und das ist auch das Thema der Bahn, denn es ist die Streitwagenwerkstatt, und dort sitzen wir quasi in so einem Streitwagen und drehen dann über die Strecke. Und eine Sache, die ich auch noch hier mit reinpacken möchte, ist das Tomorrowland. Das ist ein Elektromusikfestival in Belgien, in Boom, und warum kommt das jetzt hier mit rein? Die Mainstage wurde in der Vergangenheit von verschiedensten Firmen gebaut, designt, konstruiert, die in dieser Freizeitparkwelt stattfinden. Die haben wir euch auch schon auf der Messe gezeigt, wenn dann auch Bilder deren Bühnen dann an Messeständen ausgestellt waren. Und ja, das ist einfach so der Rahmen, warum das Ganze hier mit reinpasst. Und kurz vor dem Festival ist die Mainstage beim Bau in Betriebnahme in Flammen geraten und komplett niedergebrannt, und es war erstmal unsicher, ob das Festival dann oder die Mainstage überhaupt bespielt werden kann. Ich war mir sehr sicher, das kriegt man super schnell improvisiert und bekommt da irgendwas hin, was cool ist, und alle haben einfach eine gute Zeit, und das hat wirklich funktioniert. Das Ganze ist sehr minimalistisch, weil diese Bühnen immer größer und pompöser geworden sind, und jetzt im Nachhinein hieß es natürlich von vielen, das ist ja so toll gewesen, weil jetzt wieder die Musik im Fokus stand und nicht das große pompöse Pam-Pam. Das große pompöse Pam-Pam hat das Festival aber erst so groß gemacht und ist das große böse Pam-Pam, was so geil ist. Nichtsdestotrotz hat man es geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine Bühne dahin zu ballern, mit riesiger LED-Wand, ein paar Moving Heads und später sogar mit Feuerwerk und allem drum und dran. Das vor der Kulisse der abgebrannten Mainstage mit einem Bagger noch drin, das Ganze noch ein bisschen mit Uplighting versehen. Es ist wohl die Bühne, die für Metallica genutzt wurde und schnell auf- und abgebaut werden kann, also ein Teil davon, und ist irgendwie per Luftfracht aus Österreich nach Belgien gebracht worden und dann halt in Rekordzeit da zusammengezimmert worden. Mega cool. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von LED-Wänden. Ich hätte es auch geil gefunden, kommt natürlich auch wieder darauf an, was hast du für eine Connection zu welchen Leuten und wie schnell kann das Ganze funktionieren und gibt es freie Kapazitäten, aber hätte man so eine kleine Bühne in der Mitte gehabt, es gibt ja auch kleine mobile Bühnen, und links und rechts als diese pompöse Gestaltung einfach jeweils einen Huss Breakdance, die dann leer fahren und dann Lichtshow haben und alles drum und dran, und im Hintergrund noch ein paar Scherenbühnen, wo du Moving Heads dranhängst, und schon hast du irgendwie auch einen geilen Mainstage-Charakter. Aber auch so hat es funktioniert. Es geht jetzt dieses Wochenende ins zweite Wochenende, und allen, die da sind, auch viel Spaß. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal mit den News für heute, für diese Woche. Wir sehen uns trotz allem jeden Tag 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace.